Irgendwo in Deutschland befindet sich dieses Lost Place. Ein verfallenes Haus, einst erfüllt von Lachen und Leben, nun von der Zeit zersetzte Zeugin der Vergänglichkeit. Die Fassade, einst stolz und prächtig, kämpft nun gegen den Zahn der Zeit, während sich die Natur ihren Weg durch die geborstenen Fensterscheiben bahnt. Doch hinter diesen Mauern verbirgt sich mehr als nur der Verfall. Persönliche Geschichten scheinen in jedem abblätternden Farbrest und verstaubten Möbelstück eingefangen zu sein. Und Leute, wow, schaut euch diesen Raum mal an. Ist das nicht kurios? Guckt euch mal diese Überschrift an. Warum nicht das Foto hier drauf? Wieso tut man sowas? Irgendwie sieht alles zerstört und durchwühlt aus, aber trotzdem strahlt dieser Raum noch irgendwie einen gewissen Charme aus. Sowas habe ich noch nie entdeckt. Was ist das? Wahnsinnig! In dieser verlorenen Oase der Erinnerung scheint die Zeit stillzustehen, während die Geheimnisse des verlassenen Ortes darauf warten, von Neugierigen enthüllt zu werden, die sich in die verblasste Geschichte wagen. Dann schauen wir uns das ganze Haus jetzt mal von drinnen an. Das Störende an dieser Location ist diese Schnellstraße, die direkt hier vorbeiführt. Aber ich versuche natürlich für euch das Beste daraus zu machen. Und am Ende des Videos schlage ich euch eine verlassene Villa vor, die vorher noch nie von irgendwem betreten wurde. Denn wir waren die Ersten und haben es gefilmt. Bleibt einfach bis zum Ende des Videos dran, um zu erfahren, um welches Video es sich handelt. Wir müssen lichttechnisch auch ein wenig aufpassen, da es hier zu jeder Seite offene Fenster gibt. Ne? Das sieht aus wie der ehemalige Saal von diesem Restaurant. Das ist schon viel rausgeräumt worden. Und direkt zu Anfang auf dem Tisch sehen wir Fotos von Feiern in dieser Location. Hier ist noch der Weihnachtsmann. Dort sitzen irgendwelche älteren Leute am Tisch mit den Kindern. Vielleicht war das irgendwie eine Tauffeier oder sowas. Oder Geburtstagsfeier. Wie man sehen kann, ist das Foto von 2004. Des Weiteren finden wir auch direkt zum Anfang irgendwelche Unterlagen von der Deutschen Rentenversicherung. In der Anschrift steht ein Frauenname und das Ganze ist vom 1.7.2014. Also haben wir auch schon ein Datum, Juli 2014. Das sind jetzt ein bisschen mehr als 9 Jahre, in denen das hier los ist. Auf jeden Fall hat irgendwer das Ganze schon mal zusammengeräumt. Ich weiß nicht, ob hier einer renovieren wollte oder was. Das sieht mir fast danach aus. Das ist mal ein Restaurant oder sowas in der Art gewesen, das sieht man hier dran. Germania Brauerei Münster. Die gibt es, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Wie alt das Gebäude schon sein muss. Und was auch wieder schön zu sehen ist, ist der Verfall. Wie die Tapeten hier runterkommen. Da hinten in der Ecke der Schimmel. Also ich glaube, das ist schon ziemlich lange lost ist das Gebäude. Gehen wir mal weiter. Hier steht noch so ein Paket Hobelspäne aus Weichholz. Das Paket sieht aber gar nicht so alt aus. Dann schauen wir weiter in diesem Flur. Dort geht's zum Tresen. Und in eine andere Richtung hat hier irgendwer ein Loch in den Boden gehauen. Okay, warum? Wollte einer die Leitung erneuern? Gab es hier einen Rohrbruch? Kann man alles nur vermuten. Ich weiß es nicht. Was haben wir dann hier? Das sind die Gästetoiletten von der Gaststätte. Auch hier wurden Stühle reingeräumt. Die Spinnenleben hangeln sich schon runter. Wurde auch schon ewig nicht mehr bewegt, das Ganze. Gehen wir wieder zurück Richtung Theresen und Gastraum. Was haben wir hier für eine Tür? Oh, da kommen wir nicht rein. Jetzt würde mich interessieren, was hier hinter ist. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite da rein. Und Leute, dieser Raum, der hat schon irgendwas. Wow. Und dann geht's in den zweiten Gastraum. Schaut euch das an. Wow. Ich mache jetzt mal die Gardinen zu, damit ich ein bisschen mehr mit dem Licht arbeiten kann. Rechts an der Garderobe hängt noch Kleidung, so eine blaue Arbeitsjacke und so eine Frauenjacke. Weiter zu diesem Tisch. Hier liegen sogar noch irgendwelche alten Fotos. Vielleicht war das mal das Ehepaar, was damals diese Gaststätte hier betrieben hat. Ich habe jetzt leider keine genaue Info, von wann das Gebäude ist. Vielleicht finden wir noch was. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Ehepaar ist, das hier damals diese Gaststätte betrieben hat. Oh, und da sieht man, was eventuell hier verkauft wurde. Oder was ist das? Backwaren, Blätterteig in Scheiben, 450 Gramm, 10 Stück, 18 Mark 95. Und hier haben wir jetzt eine Liste mit D-Mark-Preisen. Ich schätze mal, das lag irgendwo noch in einem Schrank und ist dann auf mysteriöse Art und Weise hier hingekommen.
gerade auch noch gesehen. Diese Krombacher Flasche, die ist voll. Die ist abgelaufen am 13.05.2019. Also ich glaube, das Bier ist 1 Jahr haltbar, sodass man schätzen kann, dass es 2018 gekauft wurde. Drehen wir uns um, sehen wir auf dem Tisch vertrocknete Pflanzen. Die haben auch schon ewig kein Wasser mehr gesehen. Und dann dieser wunderschöne alte Theresenbereich mit den verblichenen Gläsern. Hier stand mal die Zapfanlage und noch mehr verblichene Gläser. Vielleicht sind das die letzten Gläser, die damals benutzt wurden zum Ausschank. Die wurden dann hier hingestellt und einfach so stehen gelassen. An der Theke vorbei geht's zum nächsten Tisch. Dort haben wir noch verschlossene Milchverpackungen. Die sind am 10.03.2019 abgelaufen. Also es deutet immer mehr darauf hin, dass es im Jahr 2018 hier verlassen wurde. Und das Ganze, muss ich ehrlich sagen, sieht schon länger verlassen aus als 5 Jahre. Weiter an der Wand sehen wir Fotos im Kalender von Pferden. Vielleicht hatten die Besitzer damals noch Pferde oder sowas. Leben tun diese Pferde aber nicht mehr. Geboren 1953, Kurator 2 und Sendbote, geboren 1966. Also ich glaube nicht mehr, dass die noch leben. Dann schauen wir gleich mal hinter die Theke. Dort stehen noch Kniffelbecher, die alten Aschenbecher. Im Schrank stehen noch ein paar Gläser. Auch Bierkrüge sehe ich hier mit der Stadt Münster. Und wenn Sie sich jetzt alle fragen, warum ich das nicht verpixel, ja, wir sind einfach nicht in Münster. Sonst hätte ich es längst verpixelt. Auch unten im Schrank stehen noch viele Gläser drin. Irgendein Ordner mit Dokumenten. Oh, das sieht mal aus wie so eine Kuchenausgabe. Ich schätze mal, da standen irgendwelche Torten drin, die verkauft wurden. Die konnte man sich dann von da vorne angucken und entscheiden, ob man sie kauft oder nicht. Noch ein Indiz dafür, dass es eine ältere Gaststätte gewesen sein muss. Da sieht man an diesen Schranktüren, das war damals der Kühlschrank. Und dort waren die Weinflaschen gelagert, irgendwelche anderen Getränke. Echt schade, dass das hier so dunkel drin ist und wir nicht so viel Licht machen können. Und was haben wir Spannendes in dem Raum? Wahnsinn! Diesen Raum an. Das ist die ehemalige Küche. Wow, und hier ist zwar alles durcheinander gewühlt, aber es ist alles noch da. Unfassbar. Ist das die Küche von der Wohnung oder ist das die Küche von dem Restaurant? Guckt euch mal diesen alten Sessel da an. Boah, das ist ja schon Asbach, das Ding. Aber auch diese Küchengeräte sind schon älter. Guckt euch da allein mal diese Farbe des Ofens an, in diesem 70er Jahre Braun. Schauen wir weiter, sind in dem Schrank Notizhefte, kleine Bücher. Oh, das Ding kenne ich auch noch. Wisst ihr, wofür das ist? Das Ding ist, wenn man Pneumothorax hatte, so wie ich. Tatsächlich hatte ich damals auch mal so einen. Dann muss man hier reinblasen und gucken, ob die Lungenfunktion noch in Ordnung ist. Ich hatte nach meinem Autounfall damals 7 Rippenbrüche nach innen, also in die Lunge rein. Ist alles gut verlaufen. Ich hatte eine Zeit lang Probleme mit dem Atmen. Und dann hatte ich so ein Ding, um dieses Atmen zu üben, zum Auspusten. Das hat ungefähr 2 Monate geschmerzt und dann ging es aber. Und toi toi toi, zum Glück ist alles wieder in Ordnung. Dann gibt es hier noch viele verschiedene Dinge. Hier sehe ich das Telefon. Das geht natürlich nicht mehr vom Gigaset. Die Schubladen sind ebenfalls voller diverser Dinge, irgendwelchen Notizen. Oh, die Schönheit dieses Schrankes. Irgendwie hat das doch was, oder? Sieht so ein bisschen aus wie Adlerflügel oder sowas da oben. Schauen wir uns weiter um, ist auf dem Boden alles verteilt. Irgendwelche Anziehsachen liegen hier auf dem Boden rum. Auf dem Tisch sehen wir ein Foto. Und dort ist das nicht kurios. Guckt euch mal diese Überschrift an. Warum nicht das Foto hier drauf? Wieso tut man sowas? Mama, ich bin vergewaltigt worden. Ein 18-jähriges Missbrauchsopfer braucht dringend eine Therapie. Jetzt setzt seine Mutter alle Hoffnung in eine Spendenaktion. Und darunter hat einer dieses Foto einer Frau gelegt. Die Zeitung ist vom 21. November 2018.
Hat das etwas mit diesem Haus hier zu tun? Wie ihr wisst, ich bin ja nicht eine Person, die immer irgendwie was irgendwo hinein interpretiert oder so. Natürlich kann es möglich sein, dass es was mit diesem Haus zu tun hat, aber ohne Beweise kann ich nichts sagen. Das würde aber diesem Lost Place noch einen ganz anderen Touch geben. Schauen wir weiter, befindet sich dort die Brille. So eine Art Lesebrille, schätze ich mal. Und irgendwelche Tabletten. Loperamid, Trimiparamin, Atorvastatin, Filmtabletten. Wofür die ganzen Tabletten sind, kann ich nicht sagen. Ich schätze mal nicht, dass das irgendwelche krassen Pillen sind. Gucken wir uns weiter um. Gibt es hier noch einen Schrank. Dort sind irgendwelche Körner drin. Eine Tupperdose mit Salz oder Zucker oder sowas. Selbst das Geschirr steht hier noch drin. Wenn man die Klappe aufmacht, sind hier noch mehr Lebensmittel zu sehen. Ja, das ist, glaube ich, Zucker, so wie es aussieht. Das andere Salz. Machen wir das wieder zu. Die Seite auch. An der Wand hängt noch ein ziemlich neues Handtuch. Lebt hier noch einer? Guckt euch das mal an. Das ist auch sowas von unbenutzt. Hä? Normalerweise sind die immer ziemlich weggeranzt, aber das? Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe, wir treffen hier keinen an. Über uns gibt es noch einen Kalender. Der wurde das letzte Mal am 27. abgerissen, sodass der 28. dort steht. Und hier oben sehen wir die Jahreszahl 2018. Wir sind irgendwo Ende 2018, Anfang 2019 mit diesem Haus. Guckt euch mal diese Küchenlampe an. Die habe ich so auch noch nirgends gesehen. Passt aber auch perfekt zu diesem Haus, oder was sagt ihr? Und drehen wir uns um. Sehen wir den alten Gewürzschrank oder Vorratsschrank. Oben haben wir noch ein bisschen Backkakao, ein paar Gläser, die gute alte Gemüsebrühe mit dem Ablaufdatum 10/2019. Anscheinend war die Dame auch Raucherin. Und wenn man näher hier vorsteht, kommt noch so ein leicht würziger Duft hier raus von den ganzen Gewürzen, die hier drin stehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von eurem Zuhause. Wenn ihr den Gewürzschrank oder so aufmacht, dann gibt es immer so ein Gemisch aus den ganzen Gewürzen, die da drin stehen, so ein Duft. Schauen wir noch mal kurz, was es hier auf dem Tisch gibt. Irgendwelche geprickelten Blumen. Ich wünsche dir viele schöne Tage von Nico. Ich wünsche dir immer ein Lachen von Jonas. Dann einen Brief an die Frau adressiert vom Krankenhaus in Münster. Was haben wir denn hier gefunden? Boah, ich möchte das gar nicht anfassen. Das ist so instabil. Das geht so schnell kaputt und das ist so feucht. Hier ist ein Foto. Sieht aus wie ein Passfoto. Vielleicht von damals, als die Frau noch jung war. Ich würde gerne sehen, was da drin steht, aber ich möchte das nicht anfassen. Einfach aus dem Grund, weil ich das nicht zerstören möchte, ne? Schauen wir uns weiter um. Es gibt hier noch viele, viele, viele interessante Dinge zu sehen. Küche geht es dann weiter in den nächsten Raum. Das sieht auch aus wie so eine kleine Küche. Es kann gut sein, dass hier gespült wurde. So eine Art Waschraum oder so. Wie man sehen kann, ist auch hier alles noch vorhanden. Das ganze Geschirr, die Töpfe, in den Schränken steht noch alles voll. Oben drüber die ganzen Reinigungsmittel. Weiter runter gibt es ebenfalls einen Kalender von 2018. Außerdem wurden die KitKat-Dosen gehortet. Wie wir gerade am Anfang schon gesehen haben, da lag ja ein Teil vom Kratzbaum in der Gaststätte. Jetzt können wir auch davon ausgehen, dass die Dame, die hier gelebt hat, eine oder mehrere Katzen gehalten hat. Und dann gibt es eine Treppe nach unten. Oh, ich mag ja Keller echt sehr ungerne. Oh, ist aber auch mit Wasser voll, wie man sehen kann. Oben drüber wieder so eine Art Vorratsregal mit Brandweinessig und so weiter. Ein paar Nudeln da oben. Und dann geht's in diesen Raum. Das alte, ehemalige Badezimmer. Auch hier sind noch Fotos von dem Gelände. Das ist vor der Tür. Da sind auch schön die Blumen gewachsen. Mittlerweile ist vorne alles zugewachsen. Auf der Fensterbank sehen noch verschiedene Deos und sowas. Die gute Nivea Body Milk. Irgendwie, ich weiß nicht, was das sein soll. Duschgel und Feniana Classic. Irgendwo in irgendeinem Lost Place habe ich genau dasselbe auch schon mal gesehen. Ich weiß aber gerade nicht welches. In den Keller brauchen wir dort nicht gehen, haben wir ja gerade gesehen. Es ist alles feucht. Deswegen gehen wir mal einen Raum weiter.
Durch die Küche haben wir dann den nächsten Raum. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist, so wie das aussieht, das ehemalige Schlafzimmer. Schauen wir uns ein wenig in den Raum um. Haben wir noch wieder ein schwarz-weiß privates Foto von einer Frau, schätze ich mal, die gelebt hat als Kind. Gucken wir uns weiter um. Die Sonnenbrille der Dame. Hier war wahrscheinlich mal Schmuck oder Accessoires drin. Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber das summt noch. Kann man hier sogar tatsächlich den Strom noch anmachen? Wir lassen das jetzt bleiben, weil wir haben gesehen, dass unten der Keller feucht ist, das Haus feucht ist. Und wenn wir jetzt irgendwie den Strom anmachen und irgendwo ein Kurzschluss ist, haben wir die Arschkarte, beziehungsweise das Haus und die Nachbarschaft hier rumherum. Ja, deswegen lassen wir das jetzt aus, einfach aufgrund von Sicherheit, dass es nicht irgendwie durch einen Kurzschluss zum Brand kommt. Was aber auffällt, es gibt 2 Stromzähler. Das heißt, oben gibt es auch noch eine Wohnung. Das ist doch ein wirklich sehr interessantes Häuschen, oder was sagt ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare, was ihr zu diesem Lost Place denkt. Durch die Küche geht es in den nächsten Raum, der sich dort links befindet. Dann geht es hier Richtung Flur, das ist der Haupteingang. Dort hinten hängt sogar noch so eine Jacke. Gegen Husten nimm Velosa. Velosa Hustelinchen, Inhalt 5 Kilo. War das ein Lebensvorrat? Wahnsinn. Und etwas Komisches in der Location ist auch diese Steckdose. Guckt mal an, die sieht irgendwie relativ neu aus. Seht ihr das? Auch die Telefonsteckdose. Kurios. Naja, auf jeden Fall geht's dann in diesen Raum. Und Leute, der hat doch irgendwas Wunderschönes. Also das ist ja wirklich ein Traum. Irgendwie sieht alles zerstört und durchwühlt aus, aber trotzdem strahlt dieser Raum noch irgendwie einen gewissen Charme aus. Und hier riecht es nicht muffig drin, es riecht einfach so nach altem Holz. Wahrscheinlich kommt das von den ganzen Möbeln, die hier rumstehen. Hinter mir direkt so ein schöner alter Schrank mit dem ganzen feinen Geschirr, was wir hier sehen. Die verblichenen Gläser wieder im Schrank, kaum zerstört. Auf dem Tisch liegen auch wieder unzählige Dokumente. Und irgendwie bin ich von diesem kleinen Schränkchen fasziniert. Das sieht aus, als wenn der aus irgendeiner Kirche oder sowas wäre. Den würde ich sogar direkt mitnehmen. Was wir natürlich nicht machen werden. Oben drauf sehen wir die Schatulle. Hier wurde auch schon alles rausgenommen. Schauen wir weiter in diesem Raum. Gibt es dort noch mehr Medikamente? Irgendwelche Zeitungsartikel und noch mehr Briefe? Und dann diese wunderschöne Couch. Sieht zwar altbacken aus, ist aber wirklich ein Traum, oder? Und hier auf dem Boden haben wir noch ein Dokument aus dem Jahr 1943, Oktober 43. Lesen kann ich nicht mehr, was es war, aber es handelt sich um irgendwelche Zahlungen oder sowas. Allein da lässt sich schon erahnen, wie alt dieses Gebäude ist. Es ist einfach so viel hier in diesem Haus zu sehen, was man von außen gar nicht ahnt. Dann sind wir im unteren Teil fertig und schauen uns oben noch einmal um. Dann in einen weiteren Flur. Das ist die Treppe nach oben. Hier unten steht noch so ein Schreibtisch. Auch wieder mit Briefen darauf. Verschiedene Ordner sehen wir. Und einen ganz interessanten Schuhschrank. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Und da sind sogar noch die Schuhe der Dame drin. Seht ihr das? Dann konnte man das hier so auf und zu machen. Schön angepasst mit der Treppe. In den Schubladen ist auch noch alles drin. Wahnsinn. Ein wirklich sehr interessantes Haus. Dann gehen wir mal die Treppe nach oben. Oben angekommen fällt uns sofort so ein Sahnehub-Eiscreme-Ständer auf. Dann so eine Art Dachboden, wo irgendwie das ganze Gerümpel gelagert wurde. Das ist der Flur von oben. Hier gibt es wieder übertrieben viele Zimmer. Und hier haben wir noch ein Schlafzimmer, das zweite in diesem Haus. Auch dort steht ein Einzelbett. So ein wunderschöner Schrank, der aber krass feucht ist. Ich weiß nicht, ob das für euch zu sehen ist auf der Kamera. Auf jeden Fall glänzt der komisch.
In den Schubladen, die rausgeräumt wurden, sind irgendwelche alten Bücher. Eckehard, der alte Dessauer, Geheimnisse des Waldes. Im Schrank liegen noch mehr Heftchen und Bücher. Gehen wir weiter. Befindet sich dort so ein kleiner alter Schreibtisch. Das war gar kein Schreibtisch, ich muss mich korrigieren. Das ist ein Schrank mit so einer Auflage zum Schminken oder sowas. Was sehen wir denn da? Hier so ein Gesangsbuch. Ist das so ein Kirchengesangsbuch? Ja. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und auf dem Boden ebenfalls wieder so übertriebenste alte Dokumente. Hier ist der Deutsche Adler zu sehen. Ein Bild von der Deutschen Reichspost. Und hier haben wir noch ein Schlafzimmer. Hä? War das mal ein Kinderschlafzimmer oder sowas? Und gerade auf dem Boden gesehen, seht ihr das? Das ist der alte Gehstock der älteren Person, die hier gelebt hat. Vielleicht war das hier das Zimmer, wo die Frau als Sitz geschlafen hat. Bevor sie dann eventuell hier gestorben ist oder ins Altersheim gekommen ist. Wow, Leute, sowas habe ich noch nie entdeckt. Was ist das? Wahnsinnig. Hier sind Dokumente von einem Mann, die auf Englisch sind, vom Jahr 1946, 28. Oktober 1946. Da, wo in diesem Bereich die Engländer oder Amerikaner, glaube ich, waren. Das Ganze ist ein Entlassungsschein. Certificate of Discharge. Hier steht Name Gerd B. sage ich mal, Landwirt. Die Adresse, wo wir uns gerade befinden. Geboren ist er am 7.3.1902. Das wirklich Interessante ist aber, Entlassungsvermerk. Er wurde am 28. Oktober 1946 aus dem Volkssturm entlassen. Wie wir wissen, Volkssturm war ja damals die letzte Armee, die auf die Feinde losgelassen wurde. Da wurden Zivilisten kurzzeitig an eine Waffe oder so ausgebildet und die sollten dann, zack, das Land verteidigen, wo schon alles zu Ende war. Also wo man eigentlich schon wusste, dass Deutschland verliert. Und der Herr, der hier mal gewohnt hat, war tatsächlich Mitglied dieses Volkssturms. Wahrscheinlich wurde er gezwungen. Und dass so ein Dokument in diesem Haus noch liegt, Wahnsinn. Also so ein Fund hatte ich noch nie. Wirklich noch nie. Na gut, schauen wir mal weiter. Also ich bin echt gespannt, was wir hier noch entdecken. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in einem Museum. Guckt euch mal das hier an. Mit diesem alten Schrank und da hinten das Fass. So richtig Bauernfamilie-like. Bauernfamilie von damals. Wow, hier hinterm Schrank ist so eine gruselige Puppe. Guckt euch das mal an. Als wenn er mich gleich irgendwie angreifen will. Mit diesen reingesteckten braunen Kugelaugen. An der Wand hängt irgendwas mit Dänemark. Und dann haben wir hier noch so eine Tür. Was befindet sich dahinter? Hier ist auch so eine Art Abstellraum gewesen. Leute, was ein Wahnsinnsgebäude. Und wenn du noch ein weiteres richtig spannendes Video von mir sehen möchtest, klick hier oben auf das Video. Die verlassene Villa, wo wir tatsächlich als erstes drin waren. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du es noch nicht gesehen hast. Das war's mit dieser Location. Willst du mehrere Locations sehen? Schaue in meine Playlist rein oder suche in der YouTube-Suche nach Urban Discovery. Dort findest du wirklich spannende Lost Place Videos. Das ganze Haus, ja, also so viele alte Dokumente, wie ich hier gefunden habe, gibt es echt selten. Ich schätze mal, dass die Herrschaften über mehrere Generationen in diesem Haus gewohnt haben und jetzt steht das, was aufgebaut wurde, leer. Niemand kümmert sich mehr darum. Ja, das Haus fängt an zu schimmeln, es ist alles feucht. Man kennt es. Also es gab noch sehr viel zu sehen und es ist wirklich ein wunderschönes Häuschen gewesen. Wenn dir das gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da. Lass mir auch ein kostenloses Abo da. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.